Mannsweib, Kampflesbe. Kampfsport ist Männersache. Solche Sprüche gehören zu meinem Alltag. Ich boxe, seit ich 11 bin. Und von Anfang an wurde ich als Mädchen im Ring komisch angeguckt. Der Kampf im Ring ist nicht der einzige Kampf, den ich führe. Ich bin Sarah, 28 und bin Sportsoldatin in der Sportart Boxen. Ich habe schon sehr früh mit Kampfsport begonnen, weil ich als Kind ADHS hatte oder es immer noch habe und mir das damals einfach sehr geholfen hat. Es gab eigentlich nie den Moment, dass ich gedacht habe, ich möchte das beruflich machen. Das ist quasi so passiert. Nach der Schule bin ich direkt in die Sportfördergruppe der Bundeswehr und wusste eigentlich, dass es genau das ist, was ich machen möchte. Und ich war froh, dass ich noch nicht in diesen normalen Studien-Arbeitsalltag muss, sondern dass ich meinen Sport ausüben kann und dass es eigentlich genau das Leben ist, was ich mir gerade wünsche. Als Frau im Boxsport muss man sich echt viele Sprüche anhören. Hey cool, du boxst, aber du siehst gar nicht so aus, bis Mannsweib oder du Kampflesbe und nimm doch mal ab, so schaffst du das eh nicht. Ich selbst habe auch schon sexistische Kommentare abbekommen. Ich habe mal von einem Trainer gehört, so fett wie du jetzt aussiehst, bekommst du keinen Mann mehr ab. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich damals nicht stark genug war, um darauf richtig zu reagieren. Denn niemand hat das Recht, meinen Körper zu kommentieren, auch nicht im Boxsport. Wir werden anders behandelt als die Männer, anders angeschaut. Und das ist sehr schade, aber genau dagegen kämpfe ich und dieser Kampf ist noch nicht vorbei. 2018 haben ein paar befreundete Athletinnen und ich die Kampagne Coach Don't Touch Me gegründet. Das ist passiert, nachdem es einen Missbrauchsfall im Boxen gab und wir wollten einfach zeigen, dass wir für die Betroffenen da sind und dass niemand alleine dasteht. Unsere Kampagne Coach Don't Touch Me hat erstmal viel Aufsehen erwirkt und ich glaube, hat auch viele Leute vielleicht ein bisschen wachgerüttelt, dass solche Vorfälle leider doch noch häufig im Sport stattfinden und dass man da auf jeden Fall was tun muss. Ich finde es wichtig, auch darüber zu sprechen, dass die Strukturen im deutschen Boxsport mitverantwortlich sind, dass Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Im Boxsport muss sich erstmal ändern, dass Frauen und Männer gleich wertgeschätzt werden und dass wir als Frauen in diesem Sport auch genauso respektiert werden. Denn das ist, glaube ich, die Basis, um ein gesundes Miteinander zu finden. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, abonniert den Kanal. Ich bereite mich natürlich mit sehr intensivem Training auf einen Boxkampf vor, aber das ist natürlich immer eine extreme körperliche Auseinandersetzung. Aber man darf nicht vergessen, dass es eigentlich genau der Moment ist, der einem Spaß machen soll. Und deswegen versuche ich mich dann auch darauf zu freuen. Wenn ich in den Ring steige, ist es ein krasser Moment. Ich bin selbstbewusst, ich habe Bock drauf. Ich weiß, dass ich die stärkste Frau der Welt bin und genau so möchte ich da reingehen und mich fühlen und kann dann eben auch einen geilen Kampf machen. Der Moment, wenn man das erste Mal im Ring steht, ist was total Besonderes. Man weiß, man wird sich gleich einer sehr großen Herausforderung stellen und das ist Adrenalin pur. Im Kampf können sich 9 Minuten anfühlen wie 9 Stunden und ich musste einfach voll da sein und an meine eigenen Kräfte glauben und am Ende die Gegnerin bezwingen und da spielt der Kopf eine extrem große Rolle. Im Ring habe ich die meiste Angst eigentlich davor, dass ich meine Leistung nicht abrufen kann, dass ich vielleicht merke, ich bin schlechter als meine Gegnerin und dann nicht mehr an mich glaube, weil ab dann hat man den Kampf verloren. Die schlimmste Erfahrung, die ich im Ring machen musste, war, dass ich alles gegeben habe und auch das Gefühl hatte, dass ich diesen Kampf gewonnen habe und am Ende eben leider doch nicht den Sieg bekommen habe. Niederlagen tun echt weh. Ich habe auch früher eigentlich nach jedem Kampf, den ich verloren habe, geweint. Aber ich habe auch erkannt, dass die sehr wichtig sind, um voranzukommen, weil man danach sieht, was man falsch gemacht hat und einfach extrem viel daraus lernen kann. Boxen hat für mich sehr lange Zeit mein Leben und ich glaube auch meinen Charakter und meine Entwicklung bestimmt. Die Sarah im Ring ist auf jeden Fall eine ganz andere Person als die draußen. Ich glaube, viele Leute erwarten nicht, dass ich boxe und auch nicht, dass ich so hart zuschlagen kann. Aber so im normalen Leben bin ich dann doch eher sehr ruhig und wahrscheinlich auch zurückhaltend oder schüchtern.
Ich bin bis jetzt vierfache Deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, habe auch einmal Bronze bei den Europameisterschaften geholt und Bronze bei den European Games. Bin einmal Fünfte bei der Weltmeisterschaft geworden. Habe zweimal ganz knapp die Olympia-Quali verpasst, was sehr bitter ist und sehr weh tut. Aber mein Weg ist noch nicht vorbei und geht hoffentlich noch ein ganzes Stück weiter. In meiner Boxkarriere möchte ich unbedingt noch erreichen, dass ich bei einer Weltmeisterschaft auf dem Treppchen stehe und dass ich mich für die nächsten Olympischen Spiele qualifiziere. Es ist ein komisches Gefühl zu sagen, dass man selbst ein Vorbild für andere ist, aber in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass dieser Weg abseits vom Sport im sozialen Bereich eigentlich viel härter ist und dass ich auch einigen Mädchen, jungen Frauen damit geholfen habe und darauf bin ich auch sehr stolz. Es stört mich sehr, dass eigentlich immer nur die Erfolge zählen und gar nicht, was für eine persönliche Entwicklung dahinter steckt. Und dass es neben Medaillen und Ruhm noch viele andere wichtige Sachen gibt, die einem ein erfülltes Leben geben können. Und das habe ich und ich bin froh, dass ich das erkenne und dass mich das zu einem sehr glücklichen Menschen macht.